Hallöchen ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Habt ihr eine reife Banane und Haferflocken zu Hause? Wenn ja, dann macht diese leckere Energy Balls. Ich kann sie nur empfehlen und wie es geht, sage ich euch jetzt. Für meine leckeren Süßigkeiten brauche ich ganz wenige Zutaten, die sind alle gesund. Das Beste daran ist, dass ich auch meine Banane verwerten werde. Jeder weiß, man kauft Bananen und sie werden richtig schnell braun. Nicht wegschmeißen. Genau so sind die richtig für meine Energy Balls. Sie sind richtig süß in diesem Zustand und mehlig. Und daraus entsteht eine super Konsistenz. So, dann haben wir hier noch die Haferflocken, dann habe ich hier Kakao, Vanilleextrakt und was ich noch hier zu meinem Rezept dazu nehme, sind auch geröstete Haselnüsse. Ja, die Sachen werden jetzt zusammen gemischt und in meinen Zerkleinerer und ja, bleibt dabei. Jetzt brauche ich hier meinen Zerkleinerer, um die Sachen dann zusammenzumischen. Die sieht aus wie der R2D2. Ja? Mein Mann hat gesagt und ich habe mir da angeguckt und das stimmt. Ihr kennt den Roboter aus Star Wars. Ja? Und das ist genau so von der Form her. Und mein R2D2 brauchen wir jetzt. So, kommen erstmal alle Zutaten zusammen hier rein. So, dann haben wir die Haferflocken. Dann Kakao. Die Banane werde ich jetzt schälen. Und dann sofort da in kleine Stücke zerkleinern. So, das war's. Die Haselnüsse brauche ich dann gleich. Jetzt gucken wir, dass das schöne Ding hier genau passt. Und Schutzekern, warum funktioniert das nicht? Habe ich falsch gebaut. Typisch ich, ja? Vergesse immer irgendwie ein Teil, ne? Und dann frage ich mich, warum funktioniert das nicht? Ja, habe ich vergessen. So, jetzt. Ha, jetzt komm mal, mach mal hier. Jetzt sieht es schon besser aus. So, dann kommt alles in eine Schüssel. Ich brauche noch eine Schüssel. Na, 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 na. So. Dann gebe ich noch Vanilleextrakt. Ich hätte eigentlich schon mit anderen Zutaten reingemacht, habe ich vergessen. Aber nicht schlimm, das mache ich jetzt. Etwa 1 Teelöffel Vanilleextrakt dann dazu. Ja. Und ich mag auch noch die Haselnüsse, aber tatsächlich nur gehackt, nicht in Pulverform. Also diese Stücke, wenn man die so knusprig schmecken kann, das schmeckt mehr. Deswegen mache ich so ein paar Stücke auch dazu, dann gut vermengen. So, und jetzt schmecke ich natürlich erstmal, bevor ich dann meine Balls forme. Unglaublich lecker. Süß, ohne Zucker oder irgendwie was Süßes, weil die Banane richtig viel Süßes spendet.
So, dann wird hier aufgehübscht. Man kann die Bällchen einfach, so wie die Konsistenz ist, einfach schön rollen. Oder man kann auch andere Sachen als Deko nehmen. Ich habe in meinem Fall, das ist aber optional, ne? Das ist jedem überlassen, für welche Deko sich entscheidet. Ich habe hier Kokosflocken. Dann habe ich hier tatsächlich nochmal die Haselnüsse, die geröstete. Und hier habe ich Mandelpulver, Mandelmehl. Ne? Ja, dann legen wir los. So. Das wäre dann mein Originalbällchen. So mache ich auch ein paar, 2-3 Stück ohne nichts. Erstmal in Kokos antunken und schön dekorieren. Jetzt gehen wir zu den Haselnüssen hier und dann schön anrollen. Ja. Ein bisschen noch drücken, dass die Nüsse auch fester in den Ball gedrückt werden. So, ja, dann gehen wir jetzt auch an dem Mandelmehl dran. Guckt euch das an, ne? Wie einfach, lecker, gesund und schön alles werden kann. Ja, ich mache jetzt weiter. Ich mache jetzt zu Ende und nachher werden wir schön anrichten. Und schon haben wir hier 4 tolle Variationen an Energy Balls. Ich nenne die so Fitness Balls, weil die gesund sind und super zum Abnehmen. Und da ich eine Süße bin, ich esse auch gerne süß. Oh, ich schäme mich dafür, weil ich süß mag. Aber das hier, wenn ich die Bällchen hier mache, habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Das wird gegessen, immer wieder neu gemacht. Also ihr Lieben, nachmachen. Et voilà, die leckeren Haferflocken, Bananen, Pralinen oder Energy Balls sind jetzt fertig zum Servieren. Ich werde die schönen Stücke gleich anrichten und ja, da habe ich hier ein paar Tage was Süßes. Das ist das perfekte Rezept für diejenigen, die Süßes mögen und süß sind, so wie ich. Ja, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann bitte kommentiert, liked. Diejenigen, die neu dabei sind, bitte da auf den Abo-Button drücken und ich würde mich sehr freuen, euch bei meinem nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi!